Lass uns Hebräer Kapitel 2, Vers 1 aufschlagen. Hebräer Kapitel 2, Vers 1, Hebrews chapter 2, verse 1. Hebrews chapter 2, verse 1. Als ich gebetet habe für diese Predigt, hat mir eigentlich diesen einen Satz gegeben. Don't let it slip. Und dann dachte ich weiß, dass es in Hebräer ist, irgendwo, I knew it's in Hebrew somewhere. Habe ich den Vers gefunden. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Und die Elberfelder, die Übersetzung ist, dass wir nicht ans Ziel vorbeigehen. Und diese Gedanken ist, dass es ist nicht nur, dass etwas durch den Finger läuft wie Sand, sondern diese Gedanken, dass man eigentlich an etwas wie auf einen Strom, wie auf Wasser vorbei getrieben wird ans Ziel. Und als ich Kajak gefahren bin auf die Elbe, da war nur eine Stelle, wo man aussteigen könnte. Und weil wegen Corona, das war begrenzt. Und diese Stelle, wenn du es in der Strömung von die Elbe ist sehr stark. Und wenn du diese Stelle verpasst hast, der Mann hat mir gesagt, es ist schwer für einen Mann zu drehen und gegen den Strom zu paddeln. As I was kayaking on the Elbe River, there's a place where you have to get out, and it's because of Corona, you had to get out there. And I'm not going to follow all my notes, so but that'll give you the idea generally. So, but if you couldn't get out at that place, the current is so strong with the Elbe River that you are not physically able to come against the current to get out of the place, and who knows where you ever get out. So it's like the current can take you past your goal. So diese Strömung kann dich an dein Ziel vorbeitreiben. Und das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber er hat gesagt, das hat immer wieder passiert. He said that happened. Aber diese Gedanken, to slip away, is to flow careless, to carelessly pass by, to just drift. Und es ist ein Bild, wir haben das alle wahrscheinlich davon gehört. Jemand ist es ein Gummiboot auf dem Wasser und verliert die Orientierung oder schlägt ein oder so auf einen Strom und es wird dich weiter und weiter tragen. Als ich ein Kind war, wir sind immer wieder zu Corpus Christi, Texas gegangen, wo meine Eltern wohnten, mein Vater wohnte. Und es gab zwei Dinge, wo man aufpassen musste. Es gab ein Riptide, die Kabelung. Ist das Wort auf Deutsch? So war Google-Übersetzung. Das ist eine ganz starke Strömung, die unter Wasser fließt und ganz schnell jemanden runterreißen kann. Das gab es da, wo wir waren, wo wir schwimmen waren als Kinder. Und es gab eine zweite Sache, wo mein Vater uns immer gewarnt hat. Da war einfach eine Strömung, die parallel zum Ufer geflossen hat. Und das könnte dich auch tragen, ohne dass du merkst. Und das habe ich mehrmals erlebt, als ich ein bisschen älter war. Oder auch als Kind. Die Familie war hier an der Ufer und ich bin rausgegangen, einfach auf dem Wasser gelegen und die Sonne genossen. Und dann einen Punkt habe ich gemerkt, die sind so weit weg. Es war mir nicht bewusst, dass ich getrieben war, dass ich abgedriftet war, dass ich am Driften war. Driften ist es? Ja. And I experienced many times when I was swimming as a young person, as a child, I'd be floating in the water and my family would be there at a certain point and I would just be floating and enjoying it and suddenly after a while I would look and they're way, way, way far away. I didn't notice that I was being carried at all, but the current was carrying me further away. And that is what he's asking us. The Lord is saying, don't let the things you've heard slip away. Don't let it just be carrying you away. Das ist, was sagt hier. Lass nicht zu, das, was du gehört hast, dass es von dir genommen wird oder dass du einfach
weitergetragen wirst an Ziel vorbei, ohne es zu merken, weil die Gefahr ist, mit dieser Gedanke, dieser Wort, dass man abdriftet, dass man abgeleitet ist, du merkst es nicht. Hier ist die Eberfelde. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Dass wir merken, ohne dass wir es merken, es ist etwas, was geschieht, ohne dass man es merkt. Und wir als Christen, unsere größte Gefahr ist nicht, dass wir plötzlich sagen, morgen, ich will sündigen. Our greatest danger as a Christian is not that we're sitting here thinking, I'm going to go sin tomorrow. Das ist nicht die meisten von uns, ich denke, wir haben nicht vor, da irgendwie weg von Jesus zu gehen, wir haben nicht vor, zu sündigen, das ist nicht unsere Absicht. Aber die Gefahr ist, dass man getragen wird mit dieser Strömung sozusagen, dass man abgleitet, ohne es zu merken. Und das ist hier, was Gott sagt, lass nicht zu. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Die Sache mit Abgleiten ist, dass es allmählich ist. Drifting is gradual. Es ist nicht plötzlich. Die meisten Menschen, die meisten Christen, die in die Sünde hineinfallen, das ist nicht von heute auf morgen. The most Christians that fall into sin is not from suddenly today. Es ist ein Prozess, langsam abdriften. Und die merken es gar nicht. Ehebuch meistens ist so, man sieht jemanden, findet nett, macht Gedanken, flirtet ab und zu mal und dann kommt eins zum anderen und irgendwann ist es soweit, aber es war nicht von heute auf morgen. Es war ein Prozess, ein Abdriften. Ich stelle dieses Bild vor, dass man wirklich auf einen Strom, auf die Oberfläche in ein Boot ist und man driftet und paddelt nicht. I just see the picture in my mind, you're on a boat, on a river, and you're just drifting, you're not paddling. Wenn wir nichts machen, wir werden abdriften. If we do nothing, we will drift. Und das ist die größte Gefahr für uns als Christen, nicht dieser, ich werde jetzt sündigen. Man merkt es gar nicht manchmal. Man lässt ein bisschen nach. Im Gebet, im Gottesdienst zu kommen, mit Christen zusammen zu treffen. Man lässt ein bisschen nach und denkt, okay, das wird nichts. It's something, we just get negligent. Coming to church, praying, reading our Bible, and think, I'm good. And we don't notice we're drifting. Wir merken es nicht. Du merkst es nicht, wenn du abdriftest, außer wenn du dein Ziel vor Augen hast. You don't see your drifting unless your goal is in front of your eyes. Wir wissen, dass Jesus unser Ziel ist. Lass uns auf Jesus schauen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Let's look to Jesus, the beginning and end of our faith. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wozu lebe ich eigentlich? Weil das ist unser Ziel. Wenn wir unsere Orientierung verlieren und einfach driften, verlieren wir die Orientierung geistlich. Und es ist immer so, dass wenn man driftet, das wird dich nicht näher zu Jesus bringen. If we can't keep our goal in front of our eyes, you're drifting. It will never drift you closer to Jesus. Never. So wie dieser Strom, wo ich das als Kind erlebt habe. Wir sind in einem Kampf. We're in a war. Ich mag es nicht. Ich möchte es bequem haben. Ich möchte Entspannung haben und einfach Jesus genießen. I don't want to be in a war. I want to just enjoy Jesus. Aber wir sind in einem Krieg und wir wissen, dass die letzte Zeit mehr und mehr und mehr intensiviert ist. Und es ist noch mehr wichtig, dass wir wachsam sind. Wenn man driftet, es ist den Tod, hat ein Kommentator gesagt. Das hat mir gefallen. When the commentary said, when you're drifting, you're dead. It's like a log. A log is dead. Ein Baumstamm auf dem Wasser ist tot und ist getragen mit der Strömung. Aber wenn du in einem Boot sitzt und du rührst oder paddelst, das ist Leben. But if you're in a boat and you're paddling, you're alive. It's life.
es gab so wenn wir zu bequem sind, und vor Jahren, ich hatte diese Einstellung, many years ago, I had this attitude, I'm a strong Christian, I know the Word of God, I'm filled with the Spirit, I'm not going to get into sin and I'm not going to get lukewarm. Ich hatte diese Einstellung. Ich bin ein starker Christ, ich kenne das Wort Gottes, ich lebe mit Jesus, ich werde natürlich einfach weitergehen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht ausreichend, wenn man einfach bequem denkt, ja, ich bin jetzt stark, ich bin da. Das ist gerade die Gefahr, wenn man denkt, ich bin stark, ich bin da. That's the danger, when we say, I'm strong, I'm there. Gott hat gesagt, der denkt, dass er steht, schaue, dass er nicht fällt. Und es ist nicht umsonst, wenn Gott das sagt, wenn Gott uns das sagt, das ist nicht irgendjemand, der das gesagt hat. It's God saying to hold on to the things that you've heard, don't let them slip. Das ist Gott, der uns das gesagt hat. Und wenn wir zu bequem sind, wenn wir übermutig sind, dann denken wir, naja, okay, es ist okay, wenn ich ein paar Mal einfach nicht bete. Oder ein paar Mal einfach nicht sonntags oder mittwochs da bin. Natürlich, es gibt Gründe, warum man nicht kann. Aber wenn wir einfach in diese Übermut sagen, ich brauche das nicht, ich bin stark. There are reasons where you sometimes can't be at a meeting, but just to say, I don't need this. Das ist ein Abdriften. Ich habe oft länger her gedacht, ich bin ein reifer Christ. I used to think, I'm a mature Christian. Denke ich, dass ich es bin. Aber das ist keine Absicherung, dass man nicht driftet. And I think that I am, but it's not going to keep me from drifting if I'm not watching. Geistliche Faulheit. Wenn ich auf die Elbe paddle, ne, Elbe kannst du nicht, weil die Elbe musst du paddeln, sonst gehst du. When you're on the Elbe River, you have to paddle. Aber manche die anderen, du kannst einfach driften. But on some of the others, you can just drift. And I'm lazy. Ich bin faul. Ich möchte nicht arbeiten. Ich möchte einfach driften mit dem Strom. Das ist unsere Natur. And I want to drift with the water. Aber das dürfen wir uns nicht erlauben. Geistlich. Zu sagen, nein, ich drifte. Es geht auch nicht um Leistung. It's not about earning anything. Es geht um, was ist unser Ziel? Worauf wollen wir bauen in unser Leben? Was ist das Zentrum? Wer ist das Zentrum? It's not about earning anything. It's not about works. It's about who is the center of our life. What are we living for really? Und diese geistliche Faulheit ist tödlich. Das merke ich bei mir. Spiritual laziness is deadly. I notice it in my own life. Und ich muss mich immer wieder aufraffen. Ich bete. Herr, ich stehe auf und ich bete. Lord, I'm going to get up, I'm going to pray. I'm going to get up early, I'm going to pray. Und manchmal kann man nicht früh beten. Aber ich merke, ich bin geistlich, meine Tendenz des Fleisches fällt. Not everybody can get up early and pray, but I notice my flesh is lazy. Und genauso wie auf dem Fluss, wenn ich faul bin, ich werde getragen mit den Strömungen. So exactly like on the river, if I'm not paddling, I will be carried. Und die Strömungen, die wir heute haben, die tragen uns nicht zu Gott. Die geistlichen Strömungen bringen uns nicht zu Jesus. The currents in our time and our age do not carry us to Christ. They take us away. Und es ist so wichtig, wach zu sein und wach zu bleiben. Sonst werden wir an das Ziel vorbeigetragen werden. Otherwise we'll be carried past the goal and not even notice it. Es gab einen König Hezekiel. There was a king Hezekiel. Es lohnt sich, über ihn zu lesen. Er war einer von den besten Königen Israels. He was one of the best kings of Israel. Er hat alle Götzendienste weggetan, auch die Höhen. He did away with all idolatry, even the high places. Er hat richtig gereinigt. Extrem. He extremely reformed in Israel.
and was one of the greatest godly kings they had. Einer von den göttlichsten Könige, die sie hatten. Und dann wurde er sehr krank. Then he was very sick. And Isaiah, the prophet, said, you're going to die. Jesaja hat ihm gesagt, du wirst sterben. Wir kennen die Geschichte. Er hat geweint und gefleht, Herr, ich will leben. We know the story. Lord, he prayed, he turned his face to the wall, he cried, he said, Lord, I want to live. And God said, okay, I give you 15 more years. Gott hat ihm 15 Jahre noch gegeben. War ein Wunder. Bis zu diesem Zeitpunkt war er geistlich wach. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sein Ziel vor Augen. Up to this point, he was spiritually awake. He had his goal in front of him. Aber die letzten 15 Jahre seines Lebens, eigentlich, es wäre besser, wenn er nicht länger und weiter gelebt hat. Actually, the last 15 years of his life, it would be better if he had not lived. Wir lesen, er wurde stolz, ihr könnt die Geschichte lesen, you can read the story. Er wurde stolz, überheblich. Er hat auch noch Kinder gezeugt, he also had more children. Und er hat nicht wie in der Vergangenheit sich auf Gott verlassen für militärische Unterstützung. And he didn't trust God like he used to for victory over his enemies. Er hat sich eingelassen auf eine Freundschaft mit den Babyloniern. He opened up to a friendship with Babylon. Und die kamen und er hat ihnen alle sein Gold, sein Silber, sein Schatz gezeigt. He showed them all of his treasures. Und Jesaja kam und sagte, was hast du dir gezeigt? Isaiah said, what did you show them? Er sagte, alles. Und Isaiah said, and the Babylon will come and take these things away from you. Babylon wird kommen und alles wegnehmen. Und wir lesen an einer Stelle, das war ein Test. Gott hat ihn getestet zu sehen, was in seinem Herz war. There is a place where it says God tried his heart to see what was in his heart. Und Hesekiah hat abgedriftet von seinem ursprünglichen. Ich will nur, dass der wahre Gott Israels angebetet wird. Hezekiah, without realizing it, had drifted away from focusing on serving the Lord God with all his heart, with all his soul, his mind. He didn't even notice it until Isaiah the prophet said, this was not good. Er hat es gar nicht gemerkt, bis es zu spät war. Was war der Test? Der Test war, ich muss es nachlesen, als die in Babylonien kamen, es steht, Gott hat ihn alleine lassen, zu sehen, was er tun würde. Ich habe es einmal in einem Mittwoch darüber gesprochen. Was er tun würde, was in sein Herz war. Gott hat nicht gesagt, tu das nicht, tu das nicht. God just let him make his own decision about the Babylon visitors. He didn't say, don't do this. It says he wants to see what's in his heart. Aber wir sehen einen Mann, der alles richtig gemacht hat, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann hat er einen Sohn gehabt in seinen letzten 15 Jahren. His last 15 years he had Manasseh. Und Manasseh war einer von den böshaften, schlimmsten Könige Israels, jemals die Geschichte. And it says, he caused the children of Israel to sin worse than the heathens that were there before they came into the promised land. Und Gott, es steht, dass hat das Volk verführt, geleitet, dass sie sündhafte, mehr Gräuel getan haben, als die Heiden, die ursprünglich in dieses Land gewohnt haben. Und das war nicht, dass Hesekiah sagte, ich werde jetzt stolz, ich werde jetzt sündigen, ich werde meinen eigenen Weg gehen. Das war ein Abgleiten, das war ein getragen werden. Das war ein zu bequem werden. It wasn't he said, I'm just going to start worshiping idols and doing all this. He just got lazy, he got spiritually comfortable, he got secure. Und vielleicht hat er gesagt, ja, Gott hat mir 15 Jahre mehr gegeben. Ich bin ganz besonders. Er hat mir 15 Jahre mehr gegeben. Und er hat sein Ziel nicht mehr vor Augen gehabt. He may have said, God gave me 15 more years and he didn't have his goal in front of him. He drifted. Und die Auswirkungen waren verheerend. Für die Auto fahren, ein anderes Bild, das ist uns alle passiert, denke ich, die Autofahren. I think everyone that drives a car, you've had this happen.
Du fährst und du bist im Gedanken irgendwo oder du bist müde. Und auch, hoffentlich fährt man langsamer. You're driving and you're just distracted, you're tired, you're just somewhere else. Und ich habe das oft erlebt in meinen langen Fahrten in Amerika. I've experienced this a lot, the long distance in America. Du fährst und langsam driftet das Auto eine Richtung oder in der anderen, nicht an deine Spur. You're driving and very slowly your car is moving one direction or another. Ein Abdriften, man merkt es gar nicht, weil man nicht aufmerksam ist. Because you're not awake. Vielleicht denkt man, das ist nicht so schlimm. Aber wenn du driftest in die gegengesetzte Spur, das kann dir dein Leben kosten oder jemand anderes. And some might say that's not so bad, but it can cost you your life or someone else's life. Geistlich. Es geht nicht nur um uns. Es geht um die Menschen, wo Gott uns gebrauchen möchte, sie zu erreichen. Spiritually, it's not just about us. He wants to use us to reach people, our family, our friends, people here in Berlin. So it's not just, oh, it's okay, I'm going to just drift. Die Ewigkeit hängt daran. Die Ewigkeit. Es hat mit der Ewigkeit zu tun. Deswegen hat er hier gesagt, halte fest, was du gehört hast. Hebräer Kapitel 2, Vers 1, nochmal Hebrews 2:1. Darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir so eine große Errettung missachten? So he said, if the people who had the word from God earlier, that every sin was taken care of, was punished, how can we escape if we neglect so great salvation? Es geht um die Ewigkeit für uns, für die Menschen. Aber er hat etwas hier gesagt. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben. He said, therefore, we need to watch and take heed to what we have heard. Therefore, darum. Darum. Warum? Zuerst, man müsste Hebräer Kapitel 1 lesen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Hebrews chapter 1, verse 1. Hier ist darum. Nachdem, Vers 1 and 2 and 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe. Gott hat am Anfang zu uns durch die Propheten gesprochen. Aber er sagte, jetzt, in die letzte Zeit, hat er zu uns durch seinen Sohn gesprochen. Und darum sollen wir noch mehr hören. God didn't just speak to us, to the prophets, He spoke to us through His Son. Therefore, we are to listen. Das ist diese Idee, wach sein, ernsthaft wach sein, hören, achten, festhalten. Warum? Weil er hat zu uns durch seinen Sohn gesprochen. Und wir lesen hier, was Jesus ist. Die Ausstrahlung, Vers 3, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das ist den wir lieben. Er ist unser Ziel. Er ist wir hören, was er uns sagt. Nicht
nicht ein Propheten Gottes, die waren von Gott gesandt, aber der Sohn, er ist unser Ziel. Und diese Ermahnung, sei wachsam, halte es fest. Wir lesen weiter, dass er Gott ist. Jesus ist Gott, Vers 10. Und du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Wir hören, wir achten, was wir gehört haben von ihm, weil er alles geschaffen hat, weil er Gott ist. Das wissen wir. We know all that. Aber das immer vor Augen zu halten, wer und was Jesus ist und was er für uns getan hat. Diese Abdriften. Meistens geht es fängt mit kleinen Dingen an. Wie ich gesagt habe, man liest die Bibel nicht so, betet nicht so. Und Gott muss mich über die Jahre immer wieder da wach machen, weil ich, ohne dass ich das gemerkt habe, nachgelassen hatte von Zeit zu Zeit. And God had to wake me up many different times where even I didn't realize I had just let down, not been so earnest. Wir haben die Geometrie gelernt. Wenn du zwei Linien hast, die parallel zueinander sind, richtig? Man hat das so gezeigt. In Geometry we had the parallel lines. Aber wir haben gelernt, wenn du eine Parallellinie hast und das ist dein Ziel, das ist den Boden, das ist der feste Grundlage und du willst eine Parallellinie nebenan ziehen. If you have a parallel line, it is your direction, it is your path, it is the measure of what you're doing. Du kannst eine Parallellinie da ziehen, aber wenn diese Parallellinie, das ist unser Leben. You can draw a parallel line, this is our life. Wenn es ein kleines bisschen abweicht, es geht um Gottes Wort, es geht um unsere Beziehung mit Jesus, es geht um was er von uns möchte. We're talking about God's Word, our relationship to Christ, what His plan is for our life. Wir können ein bisschen abweichen. Wir können sagen, oh, das ist nicht so wichtig. Muss ich nicht ganz so genau nehmen. We can say, oh, it's not so important. I don't have to be so exact in this area. Ich rede von Dingen, die in Gottes Wort stehen. I'm talking about things that are in God's Word. Aber mach es zu Hause mit einem Linear. Do it at home with a ruler. Mach eine ganz gerade Linie und dann mach eine Linie, die nicht gerade parallel ist. Weißt du, was passiert, wenn du diese andere Linie weiterziehst? Es scheint parallel zu sein, aber je weiter diese Linie geht, je weiter weicht es ab von das ursprüngliche. But as you draw that line further, the further it goes, the further it gets away from the basis. Und es ist ein Abdriften, dass man es nicht merkt. It's a drifting that you don't notice. Wenn es etwas in unser Leben gibt, wo wir wissen, Gott hat mir gesagt, lass das. Und wir sagen, naja, okay, das ist nicht so wichtig. Wir driften ab, ohne dass wir es merken. Wenn es etwas in unser Leben gibt, wo wir haben pur das in Gottes Wort verstanden, das ist etwas, was Gott nicht gefällt. If there's something in our lives, God said, don't do it, leave it. But we say, oh, it's not so important. Or if there's something He's shown in our hearts, in His Word, and we know this is not right, this does not please God, but we get lazy and we say, well, it doesn't matter. I don't have to be so strict, so exact. Wir sagen, es ist nicht so wichtig. Ich muss es nicht so genau nehmen. Die machen es anders. They're doing it differently. Aber was hat Gott zu dir und mir in sein Wort gesagt? Und diese Abdriften, er sagte, halte das fest, was du gehört hast, was du gehört hast. He's saying, listen to what you heard. Nicht, was hat Gott mir gesagt, was hat Gott irgendjemand anderes gesagt. Was hat Gott dir gesagt? What did God say to you about your life, His plan, His purpose in His Word? Und dass wir diese Dinge festhalten und achtsam sind. Es hat mit Beziehungen zu tun, Relationships. Our convictions, wieder, ich komme zurück, ich weiß nicht warum.
coming back to this for some reason. Wenn Gott dir eine Überzeugung gegeben hat in sein Wort und du weißt, das ist nicht richtig, dann ist es egal, ob die ganze Welt und die ganze Christentum sagt, das ist okay. Wenn es in Gottes Wort steht und er hat dich da das gezeigt und überzeugt, dann ist es wichtig, da geradeaus auf diesem Kurs zu bleiben. If God has shown you something in His Word and you know it's His Word, it doesn't matter if the whole world, the whole church world even says, no, this is okay. We have to stay on course. Ihn hören, we hear Him. He says, take heed, don't let those things slip that you have heard. Achte, was du gehört hast. Was hast du gehört? Denke daran, was sind die Dinge, die Gott dir gesagt hat? Erinnere dich daran. What has He said to you? Remember those things. Schreib die auf. Dass wir an Kurs bleiben, dass du am Kurs bleibst. Dass wir ans Ziel herankommen. Auch dass Gott, wir brauchen wirklich, dass er uns gebrauchen kann in dieser Zeit. Aus seinem Gefäß. We need to be His vessel in this hour, in this day. And it's clear what He wants. Es ist sehr deutlich, was er möchte. Aber dass wir es immer wieder festhalten. Warum? Why? Aus Liebe zu Jesus. Out of love to Jesus. Weil er es würdig ist, weil he's worth it, he's worth it. Die Bibel sagt, dass in die letzte Zeit die Liebe von vielen erkälten wird. Warum? Weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht empfangen haben. Why will the love of many grow cold in the last days? Jesus said, because they did not receive the love of the truth. Wenn wir Gottes Wort lieben, wirklich lieben, und das ist immer ein Wachsen und Prozess. Wir bleiben am Kurs. Das ist unser Maßstab, unsere Richtschnur. Und so wichtig, für mich auch, dass ich mich immer daran erinnere. That's my standard, that's my course. I have to remind myself at times. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Manchmal lese ich in der Bibel und ich bin mein normaler Lesen und plötzlich merke ich, oh, das habe ich nicht so genau genommen. Früher habe ich das, oder ich bin da ein bisschen im Gedanken oder Gefühl oder Einstellung ein bisschen abgewichen, nicht viel. Aber das bringt mich immer wieder zurück zum Kurs. I don't know if you've ever experienced it reading the Bible. It happens to me many times. I've just gotten my attitude or something has drifted just a little bit. I didn't even notice it until I read the Bible, and then I went, oh my, I want to do it. I didn't realize it. It's a compass. Deswegen ist es so wichtig, diese kleinen Dinge, dass man sich nicht schleifen lässt, nicht einfach driften lässt, sondern wirklich wachsam ist, wo Gottes Geist sagt, achte darauf. It's so important. Hear the Spirit of God where He says, pay attention to this. Wir haben auch viel über die Furcht des Herrn gehört. We've had a lot about the fear of the Lord Wednesday nights. Eine Stelle steht, sie haben die Furcht des Herrn nicht gewählt. They did not choose the fear of the Lord. Ich denke, das ist so, ich weiß, dass das so eine grundlegende Wahrheit ist, the fear of the Lord, die Furcht des Herrn. Das ist etwas, was man pflegt, was man behält, was auch ein Teil unserer Richtschnur ist. And this is part of our compass, this is a part of the basis of our life. Letztendlich ist Jesus das Ziel. Actually, Jesus is the goal. Jesus. Und es ist so schnell, dass man mit anderen Dingen abgelenkt ist. It's so easy to get distracted with other things, good things, gute Dinge. Und zu driften. Ich meine, ich paddle sehr, sehr, sehr gerne Kajak, das wisst ihr. I love doing Kajak, you know that. Aber
man muss trotzdem sein Ziel haben und darauf steuern. But it's so important to have our goal, know our goal, direct your life that way. Darum, Vers 2, Hebräer 2, Kapitel 2, Vers 1, Hebrew 2, Vers 1. Darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir etwa nicht abgleiten. Wie merken wir, ob wir abgeglitten haben, ob wir gedriftet haben? How do we notice if we've drifted? Sehr einfach. It's very easy. Wenn die Gebet nachlässt, unser persönliches Gebet. Ich rede von Erfahrung, jahrelang, ihr kennt das auch, ihr kennt das alle. How do we know if we've drifted? I know it from myself. I let up in prayer, personal prayer. Ohne dass man es merkt, man driftet. Oder die Zeit in Gottes Wort. Unser tägliches Brot gib uns heute. Or the time in the Word, God's Word, give us today our daily bread. Wenn wir da driften, das ist ein Kennzeichen. You can know if you've drifted. We're letting up in our personal prayer, our personal time with the Lord. Und man sagt, naja, okay, es ist nicht ganz so wichtig, mit Christen zusammen zu sein, sonntags oder mittwochs. Ich kenne das Wort Gottes, schließlich, ich bin ein guter Christ. Or another thing is to say, it's not so important that I'm there Sunday or Wednesday. I'm a good Christian. Das sind Zeichen, dass man gedriftet ist. Nicht weg von Jesus. It's a sign you've drifted. You're not away from God yet. Noch nicht. Aber wenn man weitergeht, wir kennen das. Ich habe das über Jahre beobachtet. Ihr auch. We know this. We've watched people for years. Weil sie einfach nicht achtsam waren. Weil sie einfach sich mittreiben lassen. Because they just were not paying attention. They just were being carried along. Mit Freunden, mit Strömungen, mit populären Dingen. Es gibt natürlich andere Dinge, wo man das merkt, aber das sind 3 Dinge, wo man wirklich sehen kann, ich habe gedriftet. There's other things, but these are 3 things you can always see. Am I drifting? It's the thermometer of our spiritual life. Das ist die Thermometer von unser geistiges Leben. Und manche sagen, das schon wieder. And some people say, there it is again. Read the Bible, pray, go to church. Lies die Bibel, bete, geh in die Gemeinde. Das ist die Grundlage. Es gibt nichts anderes in unserer Beziehung mit ihm. Das ist von Gottes Wort die Grundlage. That's the basis He's given us. Für diese Beziehung mit ihm, the relationship with Him. Es ist eigentlich nicht schwer. Es ist ein Kampf, aber es ist nicht schwer. It's actually not so hard. It's bad, but it's not so hard. Weil man lebt einen Tag. Because we live one day at a time. Ein Tag mit Jesus. Im Gebet. Auch wenn es kurz ist, mal. Ein Tag. Und dann der nächste Tag. Und dann der nächste Tag. So, Beziehung. It's one day at a time. We live with Him, that we love Him. Aber die Aussage, die so stark zu mir kam, war, damit wir nicht etwa abgleiten. The word that was so strong in my heart is that we do not let them slip. Dass wir wirklich nicht einfach sagen, ja, ich bin schon angekommen. Und das Schöne ist, wir haben den Heiligen Geist, der Beistand, der Helfer. And the wonderful thing is we have the Holy Spirit, the Comforter, our Helper, the one that gives us the strength we need, the one that carries us, the one that leads us, der uns trägt, der uns führt, der
uns fühlt mit Jesus. Wir sind nicht alleine, wir haben seinen Geist. Und das ist auch ein Prüfstein. Lass ich mich von Gottes Geist fühlen? Lass ich mich von Gottes Geist leiten? This is also a way we can see where we are spiritually. Am I seeking to be led by the Spirit of God? Am I letting Him lead me? Am I seeking to be filled? And it's not in my notes. Ist das in mein Leben? Und die gute Sache ist, möchte das. The wonderful thing is, He wants to fill us. He wants to use us. He wants to lead us. Als wir auf die Spree waren, als wir auf der Spree waren, ihr wart dabei. We had a church trip on the river. Linda hatte die Karte. Linda had the map. Und wir sind Linda alle gefolgt hinterher in unser Kajak. We followed her in our kayaks. Aber es ist nicht so leicht, immer die Karte zu lesen. It's not always so easy to read the map. But we need a map. Aber wir brauchen eine Karte. Sie hat es gut gemacht. She did good. Das ist unsere Karte. This is our map. Wir wissen das alles. We know that. This is our map. This is our life. This is our bread. Das ist unser tägliches Brot. Gott möchte uns einfach erinnern, das, was du gehört hast, halt es fest. God just wants to remind us what you have heard. Don't let it slip. Personal, persönlich, dass du nicht abgleitest, dass du nicht ans Ziel vorbeitreibst, that you don't drift. Gott hat vieles vor mit uns. God has a lot of plans for us. Gerade hier in dieser Anfangsphase von der Gemeinde, especially in this beginning of the church, it's so important to keep the goal, to keep going straight the direction God has shown. Es ist so wichtig, das Ziel zu behalten, geradeaus zu fahren, die Weichen zu stellen, die Gott gegeben hat. To set the direction that God has given. Und jeder Einzelne ist notwendig und wichtig. And everyone is necessary and needed. Es macht einen Unterschied, wenn du hier bist oder nicht in Leistungsarbeit. Es macht einen Unterschied. It makes a difference if you are here or not. Ich sage das nicht, damit du, schlechtes Gewissen, jetzt muss ich kommen. I'm not saying that to give you a bad conscience. Du bist ein Teil, du bist dieser lebendige Stein. You're a living stone. Being built into His building. Du wirst eingefügt in sein Bau. Du bringst was mit, wenn du kommst. You're bringing something when you come. Und wenn wir haben das schon mal gesagt, we've said this before. Wenn du kommst, erfüllt mit dem Heiligen Geist, du bringst was mit im Gottesdienst. If you come full of the Spirit, you bring something into the service. Und es fällt, wenn einer nicht da ist, and something's missing when one's not there. So that's also a part of this, hold on to what you've heard, don't drift. Das ist auch ein Teil davon, nur ein Aspekt davon. It's just an aspect, side aspect. Halte fest, was du gehört hast. Dass du nicht abgleitest. Und Jesus hat immer wieder gesagt, desto mehr, als du siehst, dass der Tag sich naht. And Jesus said over and over again, even more, watch and pray as you see the day approaching. So God möchte uns ermutigen. God wants to encourage us. Stay on track. Bleib geradeaus. Nichts anderes ist wichtiger. There's nothing else more important. Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, beginning and end.